Did you have a good break? Haben wir eine gute Pause gehabt? So most of you did not have a good break. Also die meisten von euch haben nicht. Did you have a good break? Okay. One of the things I felt in coming, Etwas, was ich gespürt habe, als ich gekommen bin. you notice there's a new translator, Ich habe vielleicht gemerkt, eine neue Übersetzung. so I can work on tripping her up. Jetzt kann ich sie nicht so fordern. And you translated it for me before, Ich habe schon mal von ihnen übersetzt. and she's pretty hard to mess up. Es ist schwierig, das zu fordern. And I will work at it. Aber ich arbeite dran. When I was praying about this day, Und ich für den Tag gebetet habe. I felt like I had things in mind that I wanted to talk about. Habe ich so Sachen vor Augen gehabt, wo ich darüber reden. But I also felt like I was to keep an open agenda. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, ich muss einfach ein bisschen offen bleiben. That there were things that the Holy Spirit wanted to do Dass es Sachen gibt, die der Heilige Geist will, that you could not just put in a program. wo man nicht einfach so in ein Programm hinein kann tun. And so I've been trying to be sensitive to what I was sensing and feeling. Und ich habe probiert, sensibel zu sein, zu was ich spüre und was ich fühle. And I want to talk to you a little while about a man that most of you are familiar with. Und ich will kurz mit euch über einen Mann reden, den die meisten alle kennen. His name is Barnabas. Sein Name ist Barnabas. And it ties into a lot of what I've already shared. Und es geht viel in das hinein, was ich vorher schon mit euch geteilt habe. I think there's always the challenge of how you pass ministry on. Es gibt immer die Herausforderung, wie gibt man ein Ministry weiter. You really can't just give people ministry. Du kannst den Leuten wirklich nicht einfach so ein Ministry geben. You can influence, Du kannst sie beeinflussen, you can invest in them, du kannst in sie investieren, but it really has to spark in them. aber es muss wirklich in ihnen aufblühen. And I believe we're in a time where there's a lot of transition going on. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo Haufen Veränderung passiert und Übergang. And God is preparing a new generation. Und der Herr wird eine neue Generation vorbereiten. But it's not like us old guys need to step out of the way. Aber es ist nicht so, dass wir Alten aus dem Weg rausstehen. It really is more like we need to learn to walk together. Es ist mehr, wir müssen lernen, zusammen zu laufen. And that's a big challenge. Das ist eine grosse Herausforderung. In some ways, it's easier to step out of the way. Manchmal, in gewissen Wegen, ist es einfacher, einfach aus dem Weg rauszustehen. But the challenge of walking together is big. Aber die Herausforderung vom Zusammenlaufen, die ist gross. But it is so rewarding and so fulfilling. Aber es ist so lohnend und so erfüllend. After a lot of years of ministry, Nach vielen Jahren Ministry, it's been about 150 now. es sind 150 Some of you believe that, I'm in trouble. I've kind of seen a lot of things, Ja, Haufen Sachen gesehen. and I know that my heart is to be in the middle of it all. Und ich weiss, mein Herz ist so mittendrin zu sein. I want Jesus to use my life. Ich will, dass Jesus mein Leben braucht. And I know that it can be difficult at times to kind of invest, put it in others, and knowing that you're going to be stepping back. Und ich weiss, es kann herausfordernd sein, wenn man es anderen Leuten weitergeben will, sie andere einlegen, mit dem Wissen, dass man selber ein bisschen zurücksteht. In the U.S., I watch a lot of senior pastors come to an age they just retire. In den USA sehe ich einen Haufen Pastors, die wechseln in einem gewissen Alter und dann sich auch pensionieren. And they go play golf. Und dann gehen sie Golf spielen. And yes, there is some involvement in church, Und ja, es gibt so eine Verbindung zu der Church, but it's very limited. aber es ist sehr limitiert. And we have this mentality, you work until a certain age and you stop. Und
Wir haben so eine Mentalität, man schafft bis zu einem gewissen Alter und dann stoppt man. And then let the others take it over. Und dann lassen wir die anderen es noch übernehmen. But what I sense the Holy Spirit doing is He's wanting to mix us together more. Aber was ich spüre, was der Heilige Geist tut, ist, dass uns mehr zusammenmischen. I have a lot to give to this generation. Ich habe Haufen zu geben für die Generation. In fact, I've discovered that I am more fulfilled today in ministry than I've ever been. Und ich habe erlebt, wie ich heute viel erfüllter bin im Ministry, dem was ich tue, als ich vorher war. And the greatest joy of my life is investing everything that I am in a young generation. Und die grösste Freude in meinem Leben ist, mich alles, was ich bin, und zu investieren in die junge Generation. I probably am not ever going to pastor a mega church. Wahrscheinlich werde ich nie eine Mega-Gemeinde Pastor sein. Did I get her? That was a goal at one time. Das war mal ein Ziel von mir. But that's not going to happen now. Aber es wird jetzt nicht passieren. When I first graduated from Bible school, it was watch out, Billy Graham, here I come. Als ich die Schule abgeschlossen habe, ist es Achtung, Billy Graham, hier komme ich. Well, I'm not going to turn the world upside down. Ich werde die Welt nicht auf den Kopf stellen. And it's easy to begin to feel like, well, then it's time to retire and kind of step out of everything. Es ist einfach, dass man das Gefühl hat, es ist Zeit zum Zurückstehen und sich pensionieren und einfach draus. But the joy of my life has become realizing that I can multiply what God has put in me if I'm willing to give myself to a new generation. Aber die Freude von meinem Leben war wirklich, wo ich gemerkt habe, ich kann multiplizieren, wenn ich das weitergebe, was der Herr in mein Leben tut, was weitergebe an die junge Generation. I can become, I can cry about the fact that I'm getting older. Ja, ich kann ausrufen über den Fakt, dass ich älter werde. Or I can embrace all that God has put in me and give it away. Oder ich kann all das umarmen, was ich habe, und es weitergeben. And I've chosen to embrace all that God has put in me. Und ich habe mich entschieden, einfach alles zu umarmen und zu nehmen, was der Herr mir gegeben hat. And invested in others. Und sie andere zu investieren. Believing that they will go much further than I ever could have gone. Und das im Glauben, dass sie viel weiter werden können gehen, als ich je gegangen bin. And so I think there's a lot of transition going on at this time in the church. Ich glaube, dass ein Haufen Veränderung passiert in dieser Zeit in der Church. I see it almost everywhere I go. Ich sehe es fast überall, wo ich hingehe. And to me it's exciting. Und ich finde es extrem spannend. Because I see new life coming forth. Weil ich sehe, wie neues Leben für kommt. And I know that I've been able to influence that life. Und ich weiss, ich habe die Möglichkeit und Fähigkeit gehabt, das Leben zu beeinflussen. I mentioned my grandmother a little earlier. Ich habe meine Großmutter erwähnt vorher. My grandmother was an amazing storyteller. Sie hat genial Geschichten erzählt. Actually, both my grandparents were. Beide meine Großeltern haben das gehabt. But Grandpa's stories were always about, life on the farm. Aber mein Großvater, seine Geschichten sind immer so über das Leben auf dem Bauernhof gewesen. Things he had been through. Sachen, die durchgemacht hat. But he was a great storyteller. Aber hat super Geschichten erzählt. Captivating. Sehr fesselnd. I got her to say it. God is good. My grandmother was a great storyteller. Meine Großmutter hat super Geschichten erzählt. But she was very deliberate with her stories. Aber sie war sehr explizit mit ihren Geschichten. She always had a purpose. Es hat immer einen Grund dafür gegeben. Grandpa just liked to talk about the old days. Mein Großvater hat einfach gerne von den alten guten Zeiten erzählt. But Grandma always had a purpose. Aber meine Großmutter hat immer ein Ziel vor And Augen she gehabt. was always wanting to invest something in her grandkids. Und sie hat immer etwas in ihre Großkinder investieren. So when Grandma began a story, you knew there was going to be a spiritual lesson that came out of that story. Also wenn wir eine grosse Geschichte angefangen haben, haben wir gewusst, es wird irgendeine geistliche Lektion geben am Ende der Geschichte. One of the things I'm grateful for is that she is tremendously passionate for Jesus. Etwas, wo ich extrem dankbar bin dafür ist, dass sie mega leidenschaftlich ist für And Jesus. I really believe she's put that same passion in me. Und
Und ich glaube wirklich, dass sie die Leidenschaft an mir weitergegeben hat. Now, obviously, I know that that was the work of the Holy Spirit. Natürlich weiss ich, es ist Aufgabe oder ein Job vom Heiligen Geist. But her passion for people, or for Jesus and for people, was incredibly strong. Aber ihre Leidenschaft für Jesus und für Menschen ist extrem stark. And there was that constant putting it in her grandkids and others that listened. Und es war das konstante Weitergeben an ihre Großkinder und die anderen, die zugelassen haben. And there's so much that I find that I want to pass on. Und ich merke so fest, dass ich das weitergeben will. I want to give it away. Ich will es weitergeben. Because as I said earlier, I believe in this generation. Weil wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube an die Generation. I see dynamite in this generation. Ich sehe Dynamit in dieser Generation. And I want to do everything I can to encourage it. Und ich will alles tun, was ich kann, um sie zu ermutigen. And to invest in it. Und sie investieren. So that we go much further than we've ever been. So dass wir so viel weiter gehen, als wir je waren. In the American church has become very corporate. Und in der amerikanischen Gemeinde sie ist sehr business-like geworden. 3 times. And what I mean by that Und was ich meine mit dem is that you're hired on to do a job. Du wirst angestellt, um einen Job zu machen. And as long as you do the job, it's good. Und solange du den Job machst, ist es gut. And as long as you make the senior leader look good, things are wonderful. Und solange der Senior Leiter gut aussieht, dann machst du es richtig. But the minute you stop doing that, you're in trouble. Aber im Moment, wo du das stoppst, das ist das Problem. There's only one thing worse than that. Es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist als das. Is if you look better than the senior leader. Ist, wenn du besser aussiehst als der Senior Leiter. And then it's over with. Und dann ist es fertig. But the Bible model is really a father-mother model. Aber das Modell, das die Bibel sagt, ist wirklich ein Vater-Mutter-Modell. And there's something about wanting your kids to become more than you could ever be. That seems to be father-mother. Und es ist so etwas in diesem Vater-Mutter-Modell, wo drin ist, dass man will, dass seine Kinder viel weiter kommen, als du je warst. I sat with a group of college pastors not too long ago. Ich bin mit einer Gruppe von College-Pastoren zusammengehockt vor kurzer Zeit. I knew all of their pastors. Ich habe alle ihre Pastoren kennt. They were all great men. Und es waren alles super Männer gewesen. Some of them very close friends of mine. Ein paar sind sehr nahe Freunde von mir. All great men. Geniale Männer. And one of them said in this conversation, at the end of lunch, we had lunch together. Wir haben zusammen zu Mittag gehabt und am Schluss von dem Gespräch hat einer von ihnen gesagt, He said, Dan, you spent more time with me today at lunch than my pastor has in the 2 years I've worked in the church. und er hat gesagt, Dan, du hast heute bei dem Mittag mehr Zeit mit mir verbracht als mein Pastor in den ganzen 2 Jahren, wo ich schon bei ihm gemeint And I said, that's not possible. Und er hat gesagt, das kann ich nicht. Because he's got a great pastor. Aber er hat einen genialen And Pastor. I just couldn't comprehend it. Und ich konnte es nicht fassen. And then the others began to say, yes, that's true of me too. Und dann die anderen angefangen zu sagen, ja, das ist wahr, bei mir ist das auch so. And what I found in them was a hunger for those that would put their life in him. Und was ich gefunden habe, ist der Hunger nach Leuten, die das Leben in sie investieren und ein Leben weitergeben. They had a job to do, yes. Sie haben einen Job zu machen, ja. But they also wanted someone to walk with them and coach them and mentor them. Aber sie haben einfach jemanden, der mit ihnen läuft, der sie mentoren, der sie anleiten. And I find that just about everywhere I go. Und das finde ich eigentlich überall, wo ich hingehe. One of the things, when I was a young youth pastor, Und ich ein junger Jugendpastor war, if you were over 30 years old, nobody wanted you, you were worthless. wenn du über 30 warst, du bist eigentlich wertlos. That's not true today. Das ist nicht wahr heute. A young generation wants the senior wisdom. Die junge Generation will die Weisheit der Älteren. They want to hang out. Sie wollen Zeit verbringen. Is that a Swiss term, hang out? Ist Hangout ein Schweizer Ausdruck? Yeah, that's just to hang out and be together. Sie wollen einfach umhängen und miteinander unterwegs sein. Share life together. Zusammen das Leben teilen. And they want to do it. Und das wollen sie wirklich. And so I feel so honored by them. Und das
fühle mich sehr geehrt. I often think, why does this 25-year-old want to be with this old man? Und ich denke mir, warum will der 25-Jährige mit dem alten Mann zusammen sein? But they do. Aber das wollen sie wirklich. So I believe that God has given us a unique opportunity Sie glauben, der Herr gibt uns hier eine einzigartige Chance, to invest in a young generation in eine junge Generation zu and investieren. to prepare them for all that God wants to do in their lives. Und sie können es vorbereiten für alles, was der Herr noch tun will in ihrem Leben. In the book of Acts, there's the story of a man named Barnabas. In der Apostelgeschichte gibt es eine Geschichte von einem Mann, und der ist Barnabas. His name was not Barnabas, actually. Eigentlich war sein Name nicht Barnabas. His name was Joseph. Sein Name war Joseph. But Joseph was such a courage giver. Aber der Joseph war so ein Ermutiger. You notice I said courage giver, not encourager. Wir haben vielleicht gemerkt, ja, Mutiger haben wir gesagt, anstatt Ermutiger. After I said that, I thought that may not translate quite so easily. Because in the English, encouragement means somebody pats you on the back and says, oh, that was a great job. Weil auf Englisch ein Ermutiger heisst, jemand tut einfach so auf die Schulter klopfen und sagt, ah, ist gut gemacht. Which is a good thing. Das ist eine gute Sache. But the word is much more than that. Aber das Wort bedeutet viel mehr als das. See, a courage giver literally invests and puts courage into you. Ein Mutgeber tut sich wirklich investieren und gibt dir Mut. And Barnabas was such a courage giver Und der Barnabas war so ein Mutgeber that they just stopped calling him Joseph also haben sie auch aufgehört, ihn Josef zu nennen and started calling him Barnabas, und haben ihn Barnabas gesagt. which meant son of encouragement. Was heisst Sohn von der Ermutigung. Yeah. We've all known people that you could be having a really good day. Wir kennen alle Leute und du kannst einen sehr guten Tag haben. Things were going well. Sachen laufen gut. And you would see this person coming towards you. Und du siehst, wie die Person auf dich zukommt. And everything inside of you said, oh no, not today. Und alles in dir sagt, oh nein, nicht heute. Or is that just Americans that are that Also sind das way? nur Amerikaner. Because they have an ability to come and take all your courage from you. Weil sie haben so eine Fähigkeit, all die Mut von dir zu nehmen. They have an ability to bring depression quickly. Sie haben die Fähigkeit, schnell eine depressive Stimmung zu bringen. They're always negative. Sie sind immer negativ. Well, Barnabas was just the opposite. Also der Barnabas ist das absolute When they would Gegenteil. see Barnabas coming, you could be in the middle of a real problem. Wenn sie ihn gesehen haben, hast du mit in einem riesigen Problem können sein. And when you see Barnabas coming, something inside went, yes, it's going to be okay. Und der, wo der Barnabas kam, ist etwas in der Innen und gesagt, ja, mach's kommt gut. That's the kind of leader I want to be. Das ist die Art von Leiter. Not one that takes courage, but gives courage. Nicht einer, der den Mut nimmt, sondern einer, der Mut gibt. If you follow the life of Barnabas, Wenn du Barnabas sein Leben anschaust, and really he is, I think, probably the key figure outside of Jesus in the New Testament. ich denke wirklich, er ist eine der Schlüsselfiguren nebst Jesus im Neuen Testament. Now, I know most people would say Paul, Ich weiss, viele würden sagen, das ist der Paulus. but if it wasn't for Barnabas, I'm not sure that there would have ever been an Apostle Paul. Aber wenn es nicht wegen Barnabas wäre, dann bin ich mir nicht sicher, ob es den Paulus so überhaupt gegeben hat. Saul has his experience on the Damascus Road. Saulus hat seine Begegnung auf der Straße nach Damaskus. He commits his life to follow Jesus. Er übergibt sein Leben Jesus. And after a time out in the desert, he comes back to Jerusalem. Und nach einer Zeit in der Wüste kommt er zurück nach Jerusalem. But he has a really bad reputation. Aber er hat einen schrecklichen Ruf. And everybody's afraid of him. Und alle haben Angst vor ihm. And so when he comes to meet with the disciples, Also wenn er kommt und sich mit den Jüngern, the apostles, mit den Aposteln, just to get to know them because he wants to be part of the group, einfach um sie kennenzulernen, weil er will Teil von der Gruppe sein, they don't want anything to do with him wenn sie nichts mit ihm zu tun haben. because they knew his reputation. Weil sie haben seinen Ruf kennt. And they didn't want anything to do with Saul. Und sie hat nichts mit dem Saulus zu tun haben. So Barnabas knows what's going on. Also der Barnabas weiss, was los ist. He takes Saul and goes back to the apostles, Er nimmt den Saulus und geht zurück zu den Aposteln. and he basically defends him. Und er tut ihn verteidigen. He opens the door for him to be one of the group. Er öffnet ihm die Tür, dass er Teil von der Gruppe kann sein. And I wonder if Saul would have ever become the great Paul had
had it not been for Barnabas. Und es nimmt mich wunder, ob der Saulus wirklich der grosse Paulus geworden wäre, ohne den Barnabas. See, that was the kind of thing that Barnabas was always doing. Und das ist etwas, was der Barnabas immer da hat. There was a time after that when, up at a place called Antioch, Nachher, eine Zeit später, hat es einen Ort in Antiochia, that a bunch of Gentiles were coming to Jesus. hat es eine Situation gegeben, wo viele Heiden zu Jesus gekommen sind. At a time when basically anyone that followed Jesus had a Jewish background. In einer Zeit, wo eigentlich alle, die Jesus nachgefolgt sind, einen jüdischen Hintergrund hatten. And they didn't trust the Gentiles. Und sie haben den Heiden nicht vertraut. But now word's getting out that there's Gentiles coming to Jesus. Aber jetzt spricht sich um, dass die Heiden zu Jesus kommen. So the apostles send Barnabas to Antioch, Also senden die Apostel den Barnabas nach Antiochia. knowing that if anybody can see any good, it will be Barnabas. Weil sie wissen, wenn irgendjemand etwas Gutes kann sehen kann, dann ist es der Barnabas. I think I would probably wanted to send a real apostle, authoritative type. Ich glaube, ich denke, wir schicken so einen sehr autoritären Apostel, That would make sure every doctrine was just right. der sicherstellt, dass alle Gesetze und Vorschriften genau eingehalten werden. That could come in and sort everything out. Wo reinkommt und alles schön durchsortiert. But the apostles sent a courage giver. Aber die Apostel haben einen Mutgeber geschickt. And it says that when Barnabas got there, he saw the grace of God on them. Und es heisst, dann, wo der Barnabas kam, hat er Gnade von Gott auf ihn He gesehen. saw something on them. Er hat etwas gesehen auf ihn. And he stays there for the next couple of years to lead that group of people. Er ist ein paar Jahre dort geblieben, um diese Gruppe an Leute He anzuleiten. saw something in Saul that brought him into a place to defend Saul in front of the apostles. Er hat etwas gesehen im Saulus, das an einen Ort gebracht hat, dass er den Saulus verteidigt hat vor den Aposteln. He saw something in these Gentiles at Antioch that others didn't see. Und er hat etwas in diesen Heiden von Antiochia gesehen, das andere nicht gesehen haben. He was always spotting potential. Er hat immer Potenzial gesehen. He was always spotting, genuine hearts. Er hat immer für die aufrichtigen Herzen geschaut. In fact, at Antioch, Barnabas becomes the leader. First thing he does is go and try to find Saul. Und dann, wo der Barnabas in Antiochia der Leiter wurde, ist das erste, was er gemacht hat, ist gegangen und hat den Paulus gesucht. Because he knows God's hands on Saul. Weil er weiss, dass er seine Hände And he sees what's happening at Antioch. und er sieht, was in Antiochia passiert. And he wants to bring them together. Und er will sie zusammenbringen. Now, he's got a good thing going with a congregation that's his. Also er hat eine gute Sache, die am Laufen ist, mit der Gemeinde, die ihm gehört. What if he brings Saul back to Antioch and the people like Saul better than they like him? Aber was, wenn jetzt der Paulus zurück nach Antiochia bringt und die Leute haben vielleicht den Paulus lieber als ihn? So he was willing to take a pretty big risk Also er ist bereit, ein ziemliches Risiko because of what he saw in Saul and what he saw in the people of Antioch. Wegen dem, was er in Saulus gesehen hat und wegen dem, was er in den Heiden von God, Antiochia gesehen hat. give us eyes to see people like you see them. Er gibt uns Augen, damit wir Menschen sehen, wie du sie siehst. God, give us eyes to see young leaders developing like you see them. Er gibt uns Augen, um zu sehen, wie sich junge Leiter entwickeln, so wie du sie siehst. There was a time after that Saul has now become Paul. Es hat eine Zeit nachher, wo Saulus ist jetzt der Paulus geworden. Interestingly enough, in the early part of the book of Acts, it was or it was Barnabas and Saul. Am Anfang von der Apostelgeschichte ist der Barnabas und der Saulus gewesen. Then there comes a place where it all turns and it becomes Paul and Barnabas. Und dann gibt es eine Zeit, wo sich alles verändert, dann wird es der Paulus und der Barnabas. And in that culture, positioning is really important. Und in dieser Kultur ist die Reihenfolge sehr wichtig. He was willing to take number 2 position Er ist bereit, Nummer 2 zu because of what he saw in Saul or Paul at this time. Wegen dem, was er in Paulus gesehen hat. There was a young man named John Mark. Es hat einen jungen Mann gegeben, mit dem Namen Johannes Markus. And Paul and Barnabas were getting ready for a missionary journey. Und der Paulus und der Barnabas haben sich bereit gemacht für eine Missionsreise. This was the first missionary journey. Das war die erste Missionsreise. And they take John Mark because Barnabas wants to. Und sie haben Johannes Markus mitgenommen, weil der Barnabas das so hat. Barnabas sees something in John Mark that he wants to bring him in. He wants to
influence him. He wants to nurture him. Barnabas hat etwas in ihm gesehen, dass er nicht reinnehmen, nicht investieren und ernähren und ermutigen. But in the middle of the trip, John Mark decides this missionary life's not for me. Aber mitten in dieser Missionsreise hat Johannes Markus entschieden, das Missionsleben ist nicht für mich. I don't want to be part of this. Ich will nicht Teil davon sein. It's too hard. Es ist schwierig. I'm going to pack up and go back. Ich packe mein Zeug und gehe zurück. And he does. Und das macht er. And he leaves Paul and Barnabas really in a mess. Und er lässt den Paulus und den Barnabas wirklich nach Hause. Because he goes home. Weil er geht heim. Well, next missionary journey comes around. Die nächste Missionsreise kommt. And Barnabas says, I want to take John Mark again. Und sagt Barnabas, ich will Johannes Markus noch mal mitnehmen. Well, Paul, there's no way in the world. Der Paulus sagt, nein, niemals nehmen wir den noch mal mit. We took him the first time. Wir haben ihn das erste Mal mitgenommen. And in the middle of the journey, when we really needed him, he was homesick. Und mitten in der Reise, wo wir ihn wirklich gebraucht haben, hat er Heimweh gehabt. And he just takes off and goes home. Und er läuft einfach davon und geht wieder heim. There's no way in the world he's coming with us. Niemals nehmen wir den noch mal mit. But Barnabas believed in this young man so much Aber der Barnabas hat so fest an den jungen Mann geglaubt, that he was willing to go face to face with the Apostle Paul. dass er bereit war, sich wirklich Kopf zu Kopf gegen Paulus zu stellen. Now, that takes huge courage. Das braucht echt Mut. I would not want to have an argument with Paul. Ich will nicht mit dem Paulus in eine Diskussion verwickelt werden. I often say that when I get to heaven, I want to meet Paul, Ich sage viel, wenn ich hinkomme, möchte ich den Paulus mal treffen. but I want to be very secure first. Aber ich will zuerst sehr sicher sein. There's just something about him. I do not think I would want to argue with him. Es ist einfach etwas, was er an sich hat, ich glaube nicht, dass ich mit ihm streite. But Barnabas so believes in John Mark, Aber der Barnabas hat so fest an den Johannes Markus geglaubt. even though John Mark made a terrible mistake, Obwohl er einen riesen Fehler gemacht hat. that he puts it on the line, I want John Mark to go with us. Dass er das echt eine Bedingung macht, ich will, dass der mit uns kommt. And so Paul and Barnabas separate over that. Und durch das trennen sich der Paulus und der Barnabas. And Paul takes a man named Silas and goes one direction, and Barnabas takes John Mark and goes another direction. Und der Paulus nimmt den Silas und geht in die eine Richtung und der Barnabas nimmt den Johannes Markus mit und geht in diese Richtung. Later, several years later actually, Paul in his writings asks the church to send him John Mark. X Jahre später fragt der Paulus in einem von seinen Briefen, ob die Gemeinde ihm Johannes Markus geschickt hat. And he says, because he's a great strength to me. Weil er sagt, hey, er gibt mir wirklich Kraft. John Mark is the man who wrote the Gospel of Mark. Johannes Markus ist der Mann, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Would there ever have been a Gospel of Mark had Barnabas not seen something in this young man? Hat sich das Markus-Evangelium gegeben, wenn nicht der Barnabas etwas in dem jungen Mann The gesehen hat? church at Antioch is kind of the church that we all look to as the great, it's kind of the New Testament church pattern. It's the missionary church. Everybody looks to Antioch. Die Gemeinde in Antiochia, das ist die Gemeinde, wo wir wirklich heranschauen. Das ist die Gemeinde im Neuen Testament, wo Gemeindemuster aufzeigt, wo wir schauen, wie es gelaufen ist. Would there ever have been a church at Antioch if it hadn't been for Barnabas? Hat es die Gemeinde in Antiochia gegeben, wenn der Barnabas nicht war? And of course then the Apostle Paul. Und natürlich der Apostel Paulus. This man had huge influence. Der Mann hat einen riesen Einfluss gehabt. But it seems like he was never interested in being the keypen. Aber es scheint so, als wäre er nie interessiert gewesen, die Schlüsselfigur zu sein. He didn't have to be number one. Er hat nicht Nummer 1 sein. He was always looking at others and seeing what he could see in them Er hat immer andere angeschaut und hat geschaut, was er sehen in ihnen. and calling it forth. Und hat das rausgerufen. You never see Barnabas fighting for a position. Du siehst nie, wie der Barnabas um eine Position I kam. mean, what he did at Antioch was pretty risky. Was er in Antiochia gemacht hat, ist wirklich recht riskant I gewesen. mean, you could call it pastoral suicide. Man kann es eigentlich pastoralen Selbstmord nennen. He's got a good thing going and he goes out and finds Paul and brings him back. Er hat eine gute Sache läuft, er geht raus, sucht den Paulus und bringt ihn zurück. That's crazy. Das ist crazy. But see, he doesn't see those, that's not important to him. Aber für ihn ist das nicht wichtig gewesen. What's important to him is what he sees
in these situations, in these people. Was für ihn wichtig ist, was sieht in diesen Situationen, in diesen Leuten. I pray that prayer all the time. Ich bete das Gebet die ganze Zeit. God, give me eyes to see people like you see them. Herr, gib mir Augen, um die Leute zu sehen, so wie du sie siehst. Sometimes it's looking beyond all the stupidity of their life. Manchmal muss man über alle Dummheit hinwegschauen. Sometimes it's looking beyond all the mistakes they make. Manchmal muss man über all die Fehler hinwegschauen. Sometimes it's looking beyond the rough exterior Manchmal muss man über das Äußere hinwegschauen. and seeing what God sees. Und sehen, was der Herr sieht. And I want to challenge you, let's be a group of people who see beyond the external. Und ich möchte euch herausfordern, lasst uns eine Gruppe sein von Leuten, die über das Äußere And hinwegschauen. see right to the heart. Und zumindest ins Herz I wonder sometimes how many people I missed because I wasn't allowing the Holy Spirit to show me them as He saw them. Manchmal überlege ich mir, wie viele Leute habe ich echt verpasst, weil ich nicht zugelassen habe, dass der Heilige Geist mich sehen, so wie er sie How many people have I criticized rather than ask God to show me what He sees? Wie viele Leute habe ich echt kritisiert, anstatt dass ich den Herrn gefragt habe, was er sieht. See, Barnabas was the courage giver. Ich sehe, Barnabas war der Mutgeber. He challenged people to become everything God made them to be. Er hat die Leute dazu herausgefordert, alles zu werden, was der Herr denkt, dass sie sollen sein. My grandmother put in me a passion for Jesus Meine Großmutter hat eine Leidenschaft für Jesus hineingelegt and a passion for people. und eine Leidenschaft für Menschen. She passed that on to me. Sie hat mir das weitergegeben. It went from one generation to the next. Es ist von einer Generation zur nächsten. And I so desperately want to pass those same things on, not just to my grandchildren, Ich will das so unbedingt weitergeben, nicht nur an meine Großkinder, but to people. aber zu mir. There is a, we would say in the U.S., there is a shelf life on me. You get that? Totally. In Amerika würde man sagen, es ist ein Halbbarkeitsdatum auf mir. There's a time that it's over. Es gibt eine Zeit, wo es vorbei ist. But if I'm willing to put myself into another generation, it goes on and on and on and on. Aber wenn ich bereit bin, mich selber in eine andere Generation, in die nächste zu investieren, geht es weiter und weiter. I see a lot of churches in the U.S. that when the pastor dies or when he leaves, they can't find a pastor. Ich sehe viele Gemeinden in den Staaten, wo wenn ein Pastor geht oder stirbt, dann finden sie keinen neuen Pastor. And I think, why wasn't he investing in all these people around him? Und ich denke mir, wieso hat er sich nicht investiert in all die Leute um ihn herum? Why wasn't he preparing those that would become better than he could ever be? Wieso hat er nicht die vorbereitet, dass sie besser werden können, als er je war? Now, there may be a lot of reasons for that. Und es gibt auch viele Gründe für das vielleicht. But I really want to challenge you as Swiss leaders. Aber ich will dich wirklich herausfordern als Leiter in der Schweiz. Invest your life in others. Investiert euch das Leben in Invest your life in the younger generation. Investiert euch das Leben in die jüngere Generation. They will challenge you to the top of your head. Sie werden euch bis ans Äußerste herausfordern. They can be very difficult to work Sie können with, sehr schwierig sein. but they're worth it. Aber sie sind es wert. And I challenge you to do it. Ich will dich herausfordern, das zu tun. I sat down last night Die ersten 2 Wochen hergekommen. and I wrote out some things that I think are crucial to being able to work with the younger generation. Ich habe ein paar Sachen herausgeschrieben, die ich das Gefühl habe, sind absolut nötig, um mit der jüngeren Generation zu arbeiten. And to prepare them for all that God has for them. Und dafür sie vorzubereiten für all das, was And I want to share those with you. Und ich werde die mit euch teilen. If the first one we've talked about a lot already. Über das erste haben wir schon viel geredet. A willingness to invest all that you are. Eine Bereitschaft, alles, was du bist und hast, zu investieren. Is it break time now? You have a very strange schedule. Okay, I'm done. I'm not willing to invest in break.